die Hauptsache. Auch, dass man sich nicht sein Recht nehmen lässt, dass man sich auch für sich selbst einsetzen kann. Und wenn man sowas erlebt wie Rassismus oder Diskriminierung oder sonst irgendwas, dass man trotzdem jetzt das nicht immer ignoriert oder sagt, ja egal oder sich in sich reinfrisst, sondern es soll dich nicht kaputt machen oder soll einen nicht kaputt machen, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man auch sich einsetzt, weil dann werden auch diese Fälle weniger. Ja. Weil die Leute denken, die sagt was, die spricht, die hat nicht noch eine Anzeige bekommen. Hoppala, also ich musste aufpassen, was ich sage und heutzutage kann man ja schon, wenn man beschimpft wird, eine Anzeige machen und da kann man sehr viel rausholen. Kennt eure Rechte, lernt sie, ihr habt Rechte, vor allem in Deutschland und Österreich und in den Nebenländern, Nachbarländern. Ja. Aber ja. Kennt eure Rechte, aber wenn die Anzeige fallen gelassen wird und ihr aber nicht die Person für die Öffentlichkeit seid, meldet euch bei mir. Genau. Ich nehme das Mikro und macht's laut. Sie macht sehr laut. Ja, liebe Bushra, hast du anschließende Wörter? Ich glaube, es ist alles gesagt. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Dankeschön, das hat mich auch extrem gefreut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also der Matcha ist fast ausgetrunken. Wir verlinken euch gerne. Wirklich, danke, dass du gekommen bist. Dankeschön. Wirklich inspirierende Folge. Wie ich schon von Anfang gesagt habe, nicht ein spezieller Gast, sondern ein inspirierender Gast. Ja, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Nein, Spaß. Also alle sind inspirierend, aber für uns bist du nochmal so ein Vorbild einfach für junge Frauen und es ist wirklich super. Alhamdulillah. Jedenfalls, liebe Leute, unten sind die ganzen Links. Bushra ist verlinkt. Caramella ist verlinkt. Holt euch die blauen Kopftücher, die schönen orangen